Grüß euch, ich bin der Peter. Na, nochmal, Nein, ich bin ja nicht der Peter. Trottel. Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd und heute unterhalten wir uns über die sogenannten leistbaren Titanteile anderer Hersteller. Ja, Tobi, jetzt war das du an der Reihe. Bitte! Ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, ob ich überhaupt ein Video drüber machen soll, weil es gibt einfach Sachen, da ist es nicht wert, dass man drüber redet. Gut, dann ist bedelt worden und bitt worden und jetzt habe ich mir es dann da angeschaut. Dazu haben wir uns ein paar Teile kommen lassen von der Firma Stratbed und die schauen wir uns gleich im Anschluss ein bisschen genauer an. Zuerst möchte ich noch sagen, dass das nicht gewollt ist, dass der geile Bach im Hintergrund in Wirklichkeit ja sogar die Bestandteile aufwertet. Normalerweise müsste man ja die Serenade vom toten Hund spielen. Passt da mehr oder weniger zum Logo. Also wir haben uns jetzt einmal zwei Produkte ausgenommen aus dem Portfolio der Firma Stratbed. Das eine ist der Feinstimmer und das andere, das sind die Kienhalterschrauben. Wobei wir dann jeweils auf das verwendete Material eingehen, auf die Qualität des Materials, auf die Verarbeitungsqualität und dann einfach auf, wie kann ich die Teile nutzen, was haben die für Haltbarkeit und wo sind eventuell Schwachstellen. Das Video wird ein bisschen länger werden wie die anderen, weil da so viel schief gegangen ist, was mir vorgelegt worden ist. Und das, wenn, dann muss man es gescheit machen, dann muss man es wirklich ein bisschen genauer anschauen und wir haben uns wirklich Mühe gegeben. Zum Teil haben wir es dann sagen wir mal, angefräst bzw. angefeilt, um zu schauen, was da los ist. Gehen wir jetzt einmal zuerst auf die Materialauswahl ein. Also, was ja, wie der Händler sozusagen schriftlich erklärt hat, nachdem er diese Erklärungen auch von der Firma Stratbed gekriegt hat, dass das Grad 5 das ideale Material ist. Also, verstanden haben sie es zumindest, weil es die Patentschrift halt gelesen haben, nehme ich an. Nicht? Nur bringen sie es halt nicht hin. Das heißt, die machen dann ganz gern was aus Grad 2, aus Grad 9, aus Grad 4. Ja. Grad 2 und Grad 4 ist ein Reintitan und Grad 9, da ist einfach Blei dabei, damit es leichter verformbar wird. Ja. Das Grad 5, wenn es wirklich ein Grad 5 ist, lässt es sich natürlich nicht ganz so leicht bearbeiten. Ja. Und dazu seht ihr dann eingeblendet eine Vergleiche, welcher prozentuelle Anteil von welchen Elemente drinnen sein darf, wie viel maximal drinnen sein darf, wie viel minimal drinnen sein muss. Und speziell mit dem Eisen haben sie es in China halt so, dass da alle Leute zu viel drinnen haben. Das erhöht zwar diese Zerspanbarkeit, das heißt, es ist leichter zu verarbeiten, macht das Material natürlich wesentlich weicher, eine Spur schwerer, wesentlich weicher, ja, und kann natürlich auch nicht so klingen. Ja, und die Festigkeit ist natürlich auch andere. Ja. Ich habe mich dann ein paar Sachen gefragt, wie bringen die das hin, dass man jetzt zum Beispiel eben Gewinde rollt oder walzt, weil das geht mit der Grad 5 Legierung gar nicht, weil die Duktilität vom Material einfach nicht vorhanden ist. Nicht? Und bin dann draufgekommen, zuerst war es die technische Vermutung und dann haben wir es natürlich mit einem Röntgenfluoreszenzanalysegerät auch überprüft. Da haben wir ganz eine große Vielfalt an Titan und Titanlegierungen vereinigt. Das heißt, die Behauptung, wie der Händler bestätigt hat, dass das ein Grad 5 ist, das stimmt einmal so nicht. Über einen Prozentsatz kann man da noch diskutieren, wir könnten herumwegen gehen. In Wirklichkeit wird da Draht zusammengeschweißt, einfach weil sie es wahrscheinlich anders nicht hinbringen. Über das Oberflächenfinish, dass da die falschen Schleifkörper verwendet werden, dass das falsche Compound verwendet wird, dass das gar nicht überall gleich geschliffen wird, über das unterhalte ich mich jetzt gar nicht. Und wie schleißig die Laserbeschriftung drauf ist, über das verliere ich jetzt auch nichts. Nehmen wir jetzt einmal diese Kienhalterschrauben her, weil es lustig ist. So, der hochwertigste Teil von dem ganzen Kienhalter, das ist wirklich so die Platten unten, da sind stumpf einfach zwei so Gwintstift aufgeschweißt worden mit einem Laser. In Wirklichkeit macht man da eine Bohrung, schweißt von beiden Seiten die Hulke und auch hinten. Ja. Aber das war natürlich schon zu viel verlangt von den jungen Herren. Und dann schleifen sie noch einen Teil von dem, was sie geschweißt haben, sogar wieder weg. Ja. Und nachdem es jetzt ein Reintitan ist und eine Titanlegierung ist, die noch dazu mit relativ viel Eisen verunreinigt ist, hält das Schweißnaht natürlich nicht.
Und das seht ihr jetzt da beim Oberreisen nicht schwierig gewesen. Der Kork, der da aufgeklebt worden ist auf dem Titan, nicht? Also das hat man echt ganz auf die lockere, zerstörungsfreie angebracht, weil es überhaupt nichts hält. Das flattert schon daher wie Ärmel von Zauberer. Oder ist das nur beigelegt worden und das gehört dann nicht einzwickt, wenn es festgeschraubt wird? Ja, das ist dann hocherotisch, so ein Kino montieren. Unten, sagen wir mal, ist es ein Grad 5 Titan. Auch wieder jetzt nicht ideal von den Werten, aber das ist von den Pfeilproben her noch das, sagen wir mal, das härteste, was ich bis jetzt noch in der Hand gehabt habe aus der Produktion. Jetzt kann ich nur sagen, warum das härteste ist. Es hat ein bisschen mehr als 250% vom erlaubten Eisengehalt. Zwar drinnen, also Verunreinigung ist irgendwie durch die Bank. Wahrscheinlich ist mehr Vanadium drinnen. 4,74%. Gut, dann haben wir die Erklärung, warum das ein bisschen her. Es ist ja nur 4,5, das maximal erlaubte. Ja, das kann aber sein, dass die Kombination besonders für die Platten unten für die Kinohalterschrauben ganz gut ist. Für den besten Clown, weil Härte ist ja das A und O. Weißt du, warum das so leicht oberbricht? Wegen dem Eisengehalt. Weil natürlich die Schweißnaht viel weniger gut hält. Ja. So logisch ist die Erklärung. Ja. Gehen wir ganz kurz zu diesem L-Bügel. Ja. Wenn der aus einem Dreier rein Titan gemacht ist, dann ist das so ein wacher Nudel, dass sich der verbirgt. Das heißt, sobald ich den Kienhalt auf der Geigen festdrahe, ist der in 3-4 Tagen nicht mehr fest, sondern muss wieder nachgedraht werden, weil das Material sie verbirgt. Das gibt nach. Was wirklich super ist. Ja, ich habe auch überlegt, wenn ich den L-Teil aus dem Schlösschen außerziehen will, mit der geringen Auflage, mit dem geringen Tragbild, das es da gibt, gell? Wahrscheinlich ziehe ich es wirklich über die Gewindgänge gerade außer ohne Drehen auch. Und wenn ich das jetzt ein paar Mal aus- und auf- und Oberbau von einer Geigen, als Geigenbauer musst du das ja machen, sobald du es reinigst und sobald du einmal Politur aufgibst oder bei jeder Restauration und. Das kannst du nicht gar oft hin und her drehen, hat sie sich verriemt und funktioniert gar nicht mehr. Da bringen sie einen Außendurchmesser zusammen bei einem M3.5 von 3,3. Ja? Und dafür haben sie aber eine Kernbohrung drinnen von 3,1. Das heißt, ich habe jeder Seite ein Zehntel Millimeter, die aufliegt. Voll geil. Echt wahr. Und das sollten eigentlich knappe 3 Zehntel sein. Und da halten wir uns jetzt zuerst einmal über die sogenannten Gewindetoleranzen. Wir müssen wissen, es gibt bei Gewinden ein sogenanntes Teilprofilgewinde und ein Vollprofilgewinde. Ja? Da kann man in Wirklichkeit, und es gibt dafür Gewindenormen in Europa, in Österreich, in Deutschland und sogar in Amerika gibt es das. Es gibt aber offensichtlich Länder, wo diese Gewindenormen, wo es nicht einmal ein Wort dafür gibt. Ja? Und ausschauen tut das Ganze dann so. Ich zeige euch jetzt einmal den Unterschied bei einer Kienhalterschraube, wie zum Beispiel was wogelt. Ja? Also, das ist jetzt ein Produkt von einem anderen Hersteller und da sieht man einfach, wie viel Spül und wie viel Luft das hat. Ja? Also das dauert umeinander, das ist unglaublich. Ich werde es euch dann noch skizzieren, um was es geht. Und jetzt sage ich im Vergleich dazu, so ein Ding, wie er bei uns ist. Ja? Da gibt es das nicht. Das heißt, da werden Gewindetoleranzen sehr eng eingehalten und das macht auch richtig einen Sinn. Also da gibt es kein blödes Wogel, aber trotzdem bewegt sich das alles tadellos. Ja? Bei dieser Art von den Gewinden, ja, da spricht man halt eher von sogenannten Wurfpassungen. Ja? Also in einer Gewindetoleranz ist das nirgends mehr drinnen. Was ist jetzt auch der Nachteil, wenn das zu viel Luft hat? Das heißt, das Tragbild von einem Gewinde, das ist faktisch nicht mehr vorhanden. Wenn ich links und rechts noch ein Zehntel Millimeter habe, wo das wirklich aufliegt, und noch dazu bei einem Material wie Titan, das zum Verreiben neigt, ja, dann kann man sich vorstellen, wie oft ich das hin und her drehen kann, bis das nicht mehr zum Drehen geht oder durchfällt. Einige Musiker werden das kennen beim Bogen, er lässt sich auf einmal nicht mehr spannen, weil das Messingmutterl, das drinnen ist im Frosch, das Gewinde einfach dann fortgerieben ist. Und das passiert natürlich da auch. Jetzt mal irgendwie wichtig runterwischen. Gut, schauen wir uns einmal ganz kurz ein Gewinde an. Also, ich habe in Wirklichkeit eine Kernbohrung, die ich seht in einem Metall. Sagen wir mal, das ist das Metall drum. Da habe ich eine Kernbohrung. Ja?
Jetzt sollte zum Beispiel für ein M3,5 metrisches Gewinde mit einem Außendurchmesser von 3,5, das hat in Wirklichkeit dann 3,48, 3,49 ungefähr. Ja. Da habe ich also im Normalfall habe ich da eine Bohrung von 2,9 mm. Ja. Dadurch würde ich ein sogenanntes Vollgewinde erreichen, in dem die Gewindegänge genauso ausschauen. Ja. Bohre ich das jetzt, ich zeichne es nur auf der einen Seite, das reicht ja. Auf der anderen Seite zeichne ich es dann so. Wenn ich jetzt die Bohrung aber nicht mit 2,9, sondern ich mache es gleich mit 3,1. Das heißt, da bohre ich ja mehr weg jetzt auf beide Seiten und das Gewinde schaut dann ja nur mehr so aus. Ja. Wenn ich jetzt, also da ist nur mehr ein Teilgewinde überhaupt vorhanden. Wenn ich dann hergehe und ich nehme jetzt da sozusagen die Schrauben selber, die sollten also vorbereitet sein, sagen wir einmal für ein M3,5, soll es vorbereitet sein mit 3,48 mm. Ja? Wenn ich da jetzt ein Gewinde einschneide, dann würde das auch ein sogenanntes Vollgewinde sein. Ja? Das heißt, ich habe da meine Gewindegänge, das geht so tak, 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 ja? Und ich habe immer jeden Zahn und jede Flanken sauber ausgeformt, so wie da herüben. Dadurch, wenn ich das dann ineinander schiebe, habe ich kaum ein axiales Spül und auch kaum ein sogenanntes kein radiales Spül und kein axiales Spül. Ich brauche eine gewisse Luft, damit sie sich bewegt, aber das lässt sich, wie man es dann in die Close-Ups sieht, lässt sich das sehr fein justieren, dass das und ein richtiges Tragbild hat. Das heißt, da tragt das Gewinde wirklich immer auf der ganzen Flanken. Ja? Wenn ich jetzt nicht die 3,48 nehme, sondern ich nehme in Wirklichkeit jetzt zum Beispiel da auch wieder weniger, von 3,3, ja? Und das ist gemessen bei diesen Teilen, ja? Über die Herstellung sage ich dann noch ein Wort. So, wenn ich da 3,3 habe und da eine Bohrung von 3,1, heißt das in Wirklichkeit, dass bei dem Bau, also bei den Kinnhalterschrauberl, ja, jeder Seiten 0. Ja, so schreibt man nicht mehr. Vielleicht tust du die Bratzen weg, die zweite. Ja, das Bratzen weg, zweite. War eine kurze Unterbrechung, weil ich technisch nicht so versiert bin. Hm? Doch. Ja, Schleimer. Das heißt, ich habe dann eigentlich auf jeder Seite nur 0,1 mm Tragbild. Also würde jetzt in Wirklichkeit so ausschauen, ich habe da wieder mal drum, wo ein Biesel von einem Gewinde eingeschnitten ist. Ja? Und bei dem Biesel habe ich dann da noch sozusagen, nachdem das Gewinde einfach so klar ist vom Durchmesser, dann liegt es ja nur mehr da ein Stück auf. Mehr ist ja nicht. Ja? Das kann man noch größer machen. Du siehst dann, da habe ich nur ein kleines bisschen und da habe ich nur ein kleines bisschen, was aufliegt. Und jetzt kann man sich eins vorstellen. Ja? Wenn ich jetzt hergehe und ich bringe ja immer, ich muss ja eine bestimmte Kraft bei den Schrauben aufbringen, damit der Kinnhalter stabil sitzt am Instrument. Ja? Die Kraft, die ich aufbringen muss, wird statt auf der kompletten Flanken, sprich mit einem gescheiten Tragbild, ja, auf eine ganz kleine Fläche beschränkt, aber die gleiche Kraft. Jetzt ist das Titanmaterial, unabhängig davon, ob es ein Reintitan ist oder Legierung oder ob viel Verunreinigung mit Eisen drinnen ist, weil das Eisen schmiert noch lange nicht. Ja? Da muss halt schon Blei drinnen sein, dass das besser wird, der Reibungskoeffizient. Ich habe sozusagen jetzt die gleichen Kräfte auf eine viel kleinere Fläche reduziert, was das Verreiben natürlich unglaublich beschleunigt. So einfach ist es eigentlich erklärt. Das heißt, wenn man sich schwer tut beim Gewinden und wenn man jetzt auf sämtliche Toleranzen, wurscht ob es eine Ölnorm oder eine DIN-Norm oder sonst irgendwas ist, pfeift, dann kann man sowas machen. Die Langlebigkeit stellt sich da nicht, weil das Klump sofort hier ist. Das kann nicht funktionieren. Ja? Eigentlich schaut, dass Materialien verarbeitet werden für nichts und wieder nichts. Ja? So ist es um die Titanmaterialien wirklich schaut. Also der darf nicht vergessen, es ist ein Müllberg, der immer größer wird. Ja? Und da ist es dann wurscht, also, weil der Kommentar ja so geil war, irgendwie, ja, endlich leistbare Titanteile. Naja, leistbare Teile oder leistbarere Teile
die in Wirklichkeit aber die Funktion nicht einmal gescheit erfüllen, vom Klingen brauchen wir gar nicht reden anfangen, ja, und keine Haltbarkeit haben. Das ist also, in Wirklichkeit sind es Wegwerfprodukte und so billig ist es dann nicht. Ja? Weil, wie gesagt, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie lange das halten wird, aber das hält nicht richtig lang. Ja? Ich sage zu meinen Buben immer, geht's in die Schule, damit ihr zumindest gescheit anschreiben lernt, wenn ihr zu faul seid zum Denken. Jetzt haben Leute eine Vorlage, eine gescheite, und machen trotzdem die Fehler. Die können nicht einmal gescheit ankupfern. Ja? Ich zeige euch einen kleinen Unterschied. Da sind die Bohrungen so gesetzt, für das Werkzeug, mit dem du den Kinnhalter montierst, ja, dass du in Wirklichkeit 3 Löcher drinnen hast. Du kannst nicht mehr durchfahren und die Zagen beschädigen. Ja? Bei den sogenannten leistbaren Titanbestandteilen haben sie es jetzt wieder so gelöst, klassisch wie es es schon gibt. Ja? Und da kann man jetzt auch mit dem Werkzeug ganz super durchfahren. Man sieht das auch ganz gut. Ja? Damit beschädigst wieder die Zagen. Keine Ahnung, was das für einen Sinn haben soll. Entweder nicht viel nachgedacht oder es ist die Absicht, damit man wieder eine Reparatur machen kann. Ja? Kann ich nicht sagen. Und wenn man solche Löcher durch so ein Hüsel durchbohrt, dann macht es einen Sinn, wenn die an der Oberseite entgratet sind und eine Faser oben haben. Weil wenn ich das 2-3 Mal, noch dazu bei dem Material, ja, auf und ober drehe, biege ich bereits einen Grat auf, wo ich dann sauber hängen bleibe mit meinem Konzertgewand. Ja, macht einen super Eindruck, wenn dort dann die Fetzen runterhängen. Da kann man sich nämlich wirklich wehtun, auch weil scharfkantige Grat sind. Ja. Wie ich die Trimmer angeschaut habe, das erste, was mir passiert ist, ich habe einen Ausschlag gekriegt, eine Wimmerl. Aber nicht, weil es nicht biokompatibel ist, das Material, sondern einfach, weil es so hässlich gemacht sind, ein Hammer. Ja? Dann schauen wir uns einmal den Feinstimmer an. Und zwar die Vorlage, mit der sie angekupfert haben, das ist die da. Ja? Und das ist das, was sie daraus gemacht haben. Also, wenn ich mir anschaue, wie das alles umeinander wandelt, ja, dann haben wir wieder das gleiche Thema. Wahrscheinlich gibt es das Wort Gewindertoleranz wirklich nicht in alle Länder. Dann bin ich drauf gekommen, dass die das zusammenbauen. Das wird gar nicht als Einstiegel gemacht, sondern wenn man das sieht, dann drehe ich das raus. Das Wort Materialpaarung haben sie offensichtlich nicht verstanden. Und siehe da, auf einmal habe ich den Kopf von der Stellschraube und den Gewindstift in der Hand. Ja? Ist nämlich nicht einmal verklebt. Ein gescheiter anaerober Kleber darf das wahrscheinlich schon hinbringen. Ja? Das haben sie nur eingetragen. Dann sind auf der hinteren Seite, da ist im anderen Feinstimmer, ist so ein Schiffchen drinnen, damit der 90-Grad-Kegel von der Stellschraube ein möglichst großes Tragbild hat und sich da nichts verreiben kann. Bei dem Produkt, bei dem Leistbohren, ist ein Schlitz drinnen, der schräg drinnen sitzt, weil halt einfach irgendeine Winkeln auf der Maschine nicht eingestellt sind, eine Achsen. Und da verreibt sie sich, ohne dass das jemals benutzt worden ist, verreibt sie sich schon. Ja? Also, da ist wirklich nicht viel nachgedacht worden. Dann haben sie zum Beispiel diese Rändelmutter, mit der Feinstimme im Seitenhalter hält, mit einem normalen M3.5-Gewinn gemacht, das eine Steigung hat. Du kannst das mit dem nicht einmal festmachen, den Feinstimmer, ohne dass sich der lockert. Ja? Da braucht man halt ein sogenanntes Feingewinde oben. Ja? Aber das sind lauter so Kleinigkeiten. Technisch ein bisschen fad. Dann die Gelenkschrauben, wie es da drinnen ist. Ja? Die gibt's da gar nicht. Da haben sie einfach einen Bolzen und den haben sie verniert rein. Ja? Schaut entsprechend attraktiv auf. Also ich muss auch sagen, dann sind Standsteile, dann ist die Schlitzer nicht in der Mitte. Ja? Alle Achtung, wie es nicht geht. Dass da jetzt für bestimmte Bauteile ein Messinggewindstangel genommen wird, nämlich für diese Stellschraube, die dann in einen Titan Grad 5 mit zu viel Eisen Kopf eingearbeitet ist. Ja? Da seht ihr wieder so ein Close-Up nehmen, ja? Wie das dann außer Leichtgöb. Ja? Und das dann noch vernickeln. Gut, beim Vernickeln, da gibt es die großen Experten in der Gegend. Ja?
Da habe ich mal so lustige Feinstimmer gesehen, die in China gemacht worden sind, die zusammengebaut worden sind und nachher vernickelt worden sind und dann haben sie alle gewundert, dass sie nichts mehr draht. Das musst du einmal hinbringen. Ja. Ich sage aber zu den Buben, geht's in die Schule, damit ihr wenigstens das Anschreiben gescheit lernt, weil wenn man das auch nicht kann, ja, bist du narrisch, was habe ich da vor mir? Und alle sagen es dann irgendwie, ja, man soll keinen Alkohol trinken und. Nur ganz ehrlich, bei solchen Trimmer brauche ich das auch irgendwann. Ja, das da bloß ist uns ja gar nicht. Jetzt unterhalten wir uns, also, dass verschiedene Materialien verwendet werden, weil sie es mit dem anderen nicht zusammenbringen. Das ist einmal das eine. Dann ist es halt so, ob du einen soliden Bauteil machst und eine gewisse Zerspannungsleistung drauf hast, ist das Nächste. Man kann es natürlich auch irgendwie alles zusammenstoppeln oder zusammenschustern. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Wenn man zum Beispiel den Feinstimmer, den Außenteil und den Hebel anschaut, ja, unabhängig jetzt von der Verarbeitungsqualität, die losen sich natürlich, indem sie 1,4% Eisen drinnen haben, statt maximal 0,4%, dann wird das Ganze natürlich auch ganz nett stanzbar. Ja? Was natürlich sehr schnell geht. Das Blöde ist halt bei so Stanzteile dann immer, die sind so richtig verbogen und verzogen. Das heißt, du tust da wahnsinnig schwere irgendwo noch einspannen, dass vielleicht irgendwo zentriert Bohrungen setzt oder Fräsungen setzt. So schaut das Ganze aus. Ja? Das heißt, du hast alle Varianten drinnen, das schaut ja jeder Teil ein bisschen anders aus. Vielleicht ist es aber auch irgendeine individuelle Fertigung. Fast schon Handarbeit. Die eine Bohrung da, die so schön ganz am Rand draußen ist, wo es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, ja, das ist halt, wenn ein voraussichtlicher Bohrer verläuft. Ja, und dann geht es natürlich gerade bei so einem Bolzen, ich meine, da vermute ich, dass es nicht einmal Titan ist, sondern irgendein anderes Material. Das haben wir uns aber nicht mehr die Mühe gemacht, das zu prüfen, weil, wie gesagt, so Überraschungen. Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel dann die angefräste und angefeilte, den Schraubenkopf von der Stellschraube anschaust, nicht? Du siehst jetzt auch wieder ein Close-Up oben. Ja? Da sieht man, wie das Gelb außerleicht, das Messing. Voll geil. Ja? Das muss man sich einmal trauen. Weil es nämlich, also, schwerer wie Stahl, das Messing, halt einen Dreck her, auch das Vernickelte ist für nix. Ja? Wohl. Es schaut aus wie die da. Das heißt, Grey. das heißt, in Wirklichkeit klangt jetzt schon, dass das Erzählte reicht und nicht mehr das Erreichte zählt. Passt. Die Grad 5 Legierungen, die aus China kommen, die haben ein bisschen das Problem, dass zu viel Eisen drinnen ist. Ich habe keine Ahnung, ob das an einem Eisenbesen liegt, wo sie immer wieder was abnutzt, was dazu fliegt, die Borsten beim Schmelzen. Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber irgendwas hat es da. Es ist leichter zerspannbar, viel weicher das Material und klingt natürlich nicht, aber wer braucht schon einen Klang, oder? Bist du deppert? Ja, das weiß nicht, was man dazu sagen soll, weil das ist ja Grad 2, das aber Wart, Kasper. 3% Vanadium hat, aber kein Alu, dafür über 2% Was? Eisen. 3% Vanadium und wie 2,76% Vanadium hat das Grad 2. Grad Ja. 2 darf das gar nicht drinnen haben. Ja, Und es ist aber auch kein Grad 5, weil es ist 0 Alu drin. Ja. Dafür aber 2% Eisen, also verunreinigt schon, aber halt nicht definiert. Weißt du, was interessant war, Kasper? Wenn wir Magneten holen, ob das Titan sogar schon magnetisch wird mit dem Eisengehalt. Also okay. Niete Die Nierten, das ist traue ich mir jetzt einmal sicher sagen, ist einmal, vermutlich ein Metall. es ist einmal Metall und es ist magnetisch. Woran kann das wohl liegen? Ja, also es ist eine Mekanierung. Ne? Ja. So. Und was ich jetzt auch gelernt habe, ich lerne ja jeden Tag so viel. Ja? Was ich auch gelernt habe, ist genau das, dass auch wenn der 5-fache Eisengehalt drinnen ist in einer sogenannten Grad 2 Titan, dass das noch immer nicht magnetisch ist. Das Ja. geht wieder. Aber das soll so sein. Jetzt fahren wir über die eigenen drüber, nicht dass da auch was magnetisch ist. Ist eine super Idee. Der Bub hat gerade gesagt, jetzt schauen wir mal, was wir für einen Müll haben. Nein, nichts magnetisch. Du Gott sei Dank erst. Jetzt hat es mich schon beidelt. Das gefällt mir jetzt, dass es schon klar ist, dass das ein Stahl ist. Und zwar nicht einmal ein rostfreier Stahl, sondern irgendein normaler Automatenstahl. Aber es wird dadurch herrlich stanzbar. Ja, also es hat ja Vorteile auch, das Eisen, nicht? Muss man schon sagen.
Was ich jetzt auch dazu sagen möchte noch, ich würde die Leute, die sowas machen, jetzt nicht prinzipiell eine Bösartigkeit unterstellen. Es reicht, wenn man das so sieht, die Erklärung einer ganz gewöhnlichen Unwissenheit oder Dummheit vollkommen aus. In jedem Fall dürfte es mehr als ein Produkt sein, so mit einer bestimmten Diversität, also wirklich so Multikulti, so macht es den Eindruck, so für die ganze Welt eigentlich, ja? Macht nur da keinen Sinn. Dann kommen wir zur Verarbeitungsqualität. Also prinzipiell einmal sind wir natürlich hergegangen und haben mal ein bisschen was auf die Waage aufgelegt. Unser Feinstimmer, den wir vor 15 Jahren mit dem angefangen haben, hat 1,7 Gramm gehabt und der hat jetzt schon 2,7 Gramm. Es ist halt da wie überall im Leben, weniger ist mehr. Nicht umgekehrt. Ja? Und wir haben dann auch herumrechnen angefangen in Prozenten, wie viel ist denn eigentlich eine Titanlegierung und wie viel ist rein Titan? Das Gewinnstabel in Messing, das habe ich jetzt einmal außen vor lassen und den Nierten, wo sie sich bewegt, die habe ich auch weggelassen. Weil, wie gesagt, das eine ist eine Messingknetlegierung und das andere, das ist irgendein magnetischer Stahl. Ja? Oder eine Eisenlegierung. Nein, bei mir haben wir sogar das Messingstein noch geglaubt, dass das Titan ist. Aber halt gerade 2. Ja, der Bur hat's geglaubt. Ich nie. In Wirklichkeit ist der Kasper ein bisschen angefressen, weil er die ganze Zeit herumtrainiert. Nein, weil ich den Scheiß Nein, du trainierst die ganze Zeit herum und wer hat die Bikini-Figur? Ich! Haha, gut. Badeanzugfigur. Wurscht. Wir haben jetzt, sagen wir mal ganz einfach, ein Titanblech. Wenn ich das heute mit einer, ich sage jetzt einmal, Ausfräsanteil oder mit einer Erodiermaschine ausschneide, das dauert eine gewisse Zeit. Ich habe einen gewissen Werkzeugverschleiß. Wenn ich das stanzen gehe, das geht sozusagen nur, wenn das Material stanzfähig ist, das geht nicht mit allen Materialien, durch den hohen Eisengehalt lässt es sich sogar stanzen, aber es ist halt trotzdem nicht so ganz ideal. Und du hast dann einfach auf der Innenseite, nämlich dort, wo das Werkzeug, also was runterfährt, da hast du dann automatisch immer einen Grad. Wenn der dann nicht verarbeitet wird und auf die Stanzflächen sieht man es auch, dass es gestanzt ist. Also verarbeitet ist in Wirklichkeit nur ausgestanzt, ein bisschen drüber gekudelt und drüber poliert und wird schon verkauft. Ja? Also Verarbeitung, eine saubere, ist wirklich was anderes. Ja? Und das ist auch bei diesen Feinstimmerteile zu sehen. Ja? Das heißt, auf der einen Seite zieht das Werkzeugsmaterial, staucht es zusammen und auf der anderen Seite schiebt es einen Grad aus, der dann halt mehr oder weniger professionell weggeben wird oder gar nicht weggeben wird. Jetzt kommen wir kurz zu dem Unterschied, ob man ein Gewinde walzt, rollt oder ob es spanend erzeugt wird. Das Rollen oder das Walzen hat durchaus einen Vorteil auch. Die Oberflächengüte vom Gewinde ist an sich sehr hoch, wenn die Walzbocken oder diese Rollen gut gemacht sind. Und es ist was sozusagen, wo die Struktur aufgeformt wird. Das heißt, es ist schon ein gescheites Gewind. Da kann man nichts sagen dagegen. Nur, das geht eben nicht mit jedem Material. Das geht nicht mit einem Grad 5 Titan, weil die Duktilität nicht vorhanden ist. Ja? Also mit Grad 2 geht's, mit Grad 4 geht's, mit Grad 9 wird's wahrscheinlich auch gehen. Es geht mit sehr viel Stählen, es geht mit sehr viel Metalllegierungen. Aber mit Grad 5 geht's nicht wirklich. Das Problem ist das, wenn du halt Grad 5 derartig stark umformst, entstehen Haarrisse und Versprödungen, die den Bauteil in Wirklichkeit kaputt und unbrauchbar machen. Ja? Also da gibt's spannend die Möglichkeit, das über einen Drehmeißel zu machen, auf einer CNC-Drehmaschine oder zu fräsen oder eben auch händisch mit einem Gewindbohrer bzw. mit einem Schneidradl zu schneiden. Müssen aber ziemlich gute Werkzeuge sein, damit es das auch herhält, weil es eben auch sehr stark abrasives Material ist. Ja? Also ich möchte nicht wissen, wie die Formen, die Stanzformen ausschauen oder die Stanzwerkzeuge. Ich habe natürlich jetzt auch mit diesen Legierungen, wo derartig viel Eisen drinnen ist, habe ich nicht so viel Erfahrung, weil ich Gott sei Dank andere Materialien habe. Nur ich brauche die Eigenschaften von dem, dass im maximal 0,4 drinnen seid, von der 0,3 oder was das ist. 0,4 sagt er mir gerade. Ja. Genau, also die reinen Titan haben 0,3 und 0,5. Ja, und das andere hat maximal 0,4. Genau, ja. maximal, ja. Weil das wird da immer um 100 oder 100% überschritten. Ja, das macht ganz schön viel aus. Ja.
Und da gibt es ja das Lustige, nicht? Die Aluminiumlegierung, das Titanal, die hat sowieso nur 0,3% Titan drinnen als kornfeines Element und sonst gar nichts. Ja? Und das wird eigentlich die blöden Leute schon verkauft, da ist eher Titan drinnen. Ja? Aber wie gesagt, macht halt alles einen Einfluss. Ne? In jedem Fall, abschließend kann ich nur sagen, vom Design her, obwohl es die Vorlage hätten, haben sie ganz viele Sachen halt nicht kapiert. Ja? Von der Verarbeitungsqualität her, naja, mittelmäßig bis ganz Brechreiz. Ja? Von der Funktionalität her ist es definitiv beschränkt. Und dafür ist es dann ehrlich gesagt nicht so billig und nicht so geschenkt. Ja. Nur dann gehen wir tschechern, oder? Prinzipiell sage ich dann immer dazu, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder sonst was habt, schreibt es in die Kommentare. Bitte schreibt es nicht ein, jetzt wollt ihr was über den tollen Stratpad Stachel auch noch wissen, weil ich keine Lust habe, diesen Ramsch einzukaufen. Sicher kaufen sowas ein, wenn ihr das wollt. Nein, ich kauf so einen Scheiß nicht. Das kaufe ich wieder, ich habe den einzahlt, Alter. Volltodel. Ich will einen anderen Vergleich bringen. Wenn man schon was nachmachen geht, dann sollte man prinzipiell ein bisschen Ahnung haben davon. Es war halt ungefähr so, wie wenn ich euch jetzt anfange, Schminktipps geben. Und ich habe aber nicht wirklich viel Erfahrung. Jetzt habe ich es gerade zusammengebracht, dass ich meinen Lippenstift extra für euch besorgt, auspackt habe aus der Schachtel. Wie geht denn das? Wird's rot oder nicht? Die Lippen. Ja, du musst sicher viel mehr aufhören. Du bist nicht der Arsch, oder? Der mich voll reinlässt, oder? Schau, wie sie anhat, hinten der Dreckhund. Unglaublich. So geht's nicht. Und so geht's auch nicht. Ja, Leidl, ich möchte mich auch dafür entschuldigen, dass das ein bisschen ein längeres Video geworden ist, aber wenn du bei allen Ecken und Enden, wo du hinschaust bei den Produkten, und jetzt haben wir wirklich nur 2 aus diesem Portfolio einmal ein bisschen angeschaut, so viel Mist siehst, so viele Sachen siehst, wie man es nicht macht, das dauert ein bisschen. Einfacher ist es zu sagen, wie es geht, das dauert auch nicht so lang, aber es ist ja ganz gut, dass man mal ein How Not to Make einmal sieht. Ein Review, so geheim gesagt, nicht? Also, das war es für das heutige Video, leider nicht nur mit erfreulichen Nachrichten, aber auf der anderen Seite ist auch gut, wenn man weiß, was nichts ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wie gesagt, wenn euch irgendwas einfällt, schreibt es gerne in die Kommentare rein und drückt herum auf die Knöpfe, was wollt. Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Jetzt warte mal mit dem, du sollst vorne was Gescheites sagen. Ja, ich rede die ganze Zeit was Gescheites. Hast du Abschminkding oder fährst du mit dem Aceton? Ich hab nur Aceton, aber das bringt's weg. Schau, das fährt so aus. Schau. Ah. Ich hab mich noch. Alles lässt sich nicht schneiden, gell? So, jetzt muss ich mir den Riesel anwischen mit dem Klump. Ei. Alle sagen, man soll dann nicht so viel trinken und. Nur wenn ich so einen Scheiß sehe, dann brauche ich das. Und da geht es auch gar nicht mehr darum, was es für Wein ist, sondern nur wie viel. Was heißt das? Wie viel Volumensprozent Alkohol drinnen ist. Volumensprozent wäre wirklich eins der wenigen Wörter, die sitzen. Okay, der Bub hat gesagt, ich muss das nochmal machen. Also, wenn ich mir das Logo anschaue von der Firma Stratpad und an die Serenade vom toten Hund denke, dann denke ich mir, es passt irgendwie zusammen. Da findest du ja gar nicht so leicht Musiker, die spielen auch noch die Serenade vom toten Hund. Und dass die drin so ausschauen, wie sie ausschauen, das hängt halt wirklich mit irgendeiner wahrscheinlich Störung von einem ästhetischen Wohlbefinden zusammen. Weil das muss man sich einmal trauen, sowas aus der Hand geben. Vielleicht willst du die Teile ein bisschen näher zu dir rücken. Brauche ich nicht. Ich will das Zeug nicht so nah bei mir haben. Ah, da haben wir noch den Dr. Lila. Er ist auch Violin Maker, er ist auch Medical Doctor. Also Arzt dieser Erfinder, okay, super. Wenn ich heute das Wort Patent in Pedant schreibe. Ja, heute den schon, aber nicht von einer. Nein, das kann ja jeder, der ein bisschen im Kopf hat, unter Patentrecherche nachschauen. Aber ich weiß nicht, ob das in China möglich ist, dass man jedes Patent einfach anschreibt und dort wieder anmeldet. Ich bin ja ein hilfsbereiter Mensch. Wenn einer was wissen will, soll ich mal fragen. Nicht? Die haben mich nicht gefragt. Die haben es einfach gesagt, hihihi, nachgemacht und das kommt raus. Prösterchen. Das ist auf Zeiten. Nein, auf Zeiten. Hab ich grad. Da auf Zeiten. Nüchtern, da blase ich das niemals. Das ist klar. Das ist so, wie wenn du ein Dirndl anpackst und die sagt dann zu dir, nein, da musst du schon mit etwas Hochprozentigen kommen, sonst wird das nie was. Na Papa, tust du bitte die depperte Maus aus dem Bild hinten? Welche Maus?
Fang sie! Blablabla. Wir haben so gescheites Backlight. Du wüsstest, dass ich rede, oder? Nein, ich muss mich warm, ich muss mich lockern, verstehst du? Weißt du, was ich meine? Machst du so ein bisschen eine Mundgymnastik? Mhm. Okay. Nicht immer herschauen, wenn du das sagst. Ja, irgendwo muss ich hinschauen. Ja, aber halt nicht zu mir, da sind sie. Ja, da guckst du. Ah, da ist die Linse. Da Ah. guckst du. Guckst du Linse? Guckst Ja. du Linse, Nein, ich schaue rein. Ja, ich schaue hin in die Linsen. Ja, dann mach das auch. Red nicht nur davon. Ein Saubur. Ja, wie ein Tanzbär behandelt er mich da. Hör auf mit der Pfeiferei nehmen. Das willst du am Wiener nicht oben haben, gell? Das wäre aber super. Na, weil du falsch pfeifst. Du hörst es nicht. Also, Ja, zum Maulen gibt es über das Zeug wirklich nur. Ganz ehrlich, das ist ein richtiger Murks. Ja, wenn wir wissen, wie es nicht geht, so geht's nicht. Psst, Deppert, ist das ein Scheißdreck. Ich schwöre dir, das ist ein Murks. Das ist echt unglaublich. So ein Müll. Das muss man sich mal trauen. Ja, wirklich. Aber gut. Psst. mit was fangst du an? Mit einem Schluck Wein.